Lohnt sich doch immer wieder mal rumzulaufen. Ich habe jetzt bei den anderen Arealen zwar nicht so gemacht, aber muss ich außen rum. Alles klar. Laufen wir halt noch ein bisschen. Laufen tut gut. Ich habe noch übrigens nicht gerüttelt gehabt. Mal schauen, ob wir Serena dieses Mal übrigens auch ein bisschen besser kriegen. Super. The Jetzt sind wir clothes alle I wear hier. now I shaped from dreams and memories. It's an old outfit originally from the 90s. The last time I wore it was when I was still writing and Alice and I took a vacation in the desert before our troubles began. The night before, we'd been at a party, and I had dressed to the nines. On that lazy day, I put on these old clothes, worn and comfortable. Alice made a joke about grunge. I felt a little embarrassed, but I stuck with them. We were very happy. I'm sheathed in good memories to remind myself of what is at stake. Und ihr macht den Abstecher zu Serena. Warum auch nicht? Und ein Radio finden wir ja auch Hello, noch. folks, and welcome to the third part of our pre-recorded interview with Serena Valdivia and renowned photographer Alice Wink. So, tell me about the film. It's called Sunrise, and it really wasn't something I ever thought of as an actual film. It was just footage, things I saw and happened to shoot. It's not a medium I'm very much at home with. You shouldn't put yourself down. You've got a great eye. Maybe, but experience is another thing. Because you're primarily a still photographer. Yes, exactly. So I'm really used to thinking of the world in terms of snapshots. I frame something and try to pick the right moment, and then reveal that moment to people. Moving images are a different story. I'm still learning a lot about it, to be honest. So, this is a new thing for you? Or maybe I'm just a slow learner. But showing it like this is definitely a new step for me. It's a little weird taking something this intimate and showing it to everybody. Not that the material itself is somehow shocking. It's just that those were private moments. But that's why it works, because it feels genuine. It's not so much a story as it is a sort of an echo, showing us how you saw your husband at the time. It's not really about the sunrise itself or Alan watching it. It's about you two together. I suppose. It's funny, looking at it now, especially now that it's been edited like that. It takes on a life of its own, almost. It's a kind of a fantasy. Well, there's nothing wrong with that. No, you're right. I'm glad you talked me into it. Ach, das war's. Interessant. Und die haben mich jetzt vor allen Dingen an eine Sache erinnert. Bei der Sternwarte haben wir ja uns noch I eine... found her film from the pile of containers in the back. I threaded it into the projector. I swallowed hard, staring at the screen, hearing her voice. The sunrise I remembered so well only moments away. And then Mr. was there, nailed by the projector's beam, caught in his own trap. He shouted at me, first in confusion, then rage. And then the sun came up and things started to burn. Also schaffen wir es eventuell. Serena ist nicht ansprechbar. Gut, dann betreten wir doch mal das Projekt. Oh, Gebäude. Das hat sich jetzt falsch angehört. Nicht im Sinne von irgendwie doppeldeutig, aber einfach an sich falsch. Naja. Da keucht da unser Protagonist. Again, the champion of light enters the final trap. The new reality is almost here. All he needs to do is change the details of the scene, push it past the breaking point, and the rest will snap into place. Aha. Habt ihr gerade eben auch diese komische Augenbewegung gesehen? Also, es war spät abends, das haben wir aber schon fast vorüber. An der Wand hing ein Werbeplakat im Film Noir Stil. Alice Film lag im Projektor. Das ist auf jeden Fall das, was anders ist.
Habe ich jetzt... Haben wir zu viel gedreht? Da haben wir jetzt hier noch den Feuerlöscher. Und Filmrolle nehmen. Und in den Projektor einlegen. Hallo? Mal schauen. Oh, eine Cutscene. Oh, come on, buddy. Why don't you... What? What is this? No! No! Ich hätte das nicht gedacht. All I did was take the things you always wanted and never had the balls to go for. It's my turn now. It's my life. It's my life. Alan? Is it really you? It's really me. How? I love you. I love you. A woman, a man, two lovers, held apart for far too long, enveloped in the light of a glorious dawn. They both feel it. He's home at last. Are these actual events, or merely a dream? A memory, or a glimpse of what is to come? One thing is certain. This scene takes place in another time and another place, far, far away from Night Springs. Verändern Sie die Realität zum letzten Mal. Tja. Und war es jetzt alles ein Traum? War das jetzt wirklich nur eine Night Springs Episode? Oder haben wir es jetzt damit wirklich geschafft und haben uns aus dem dunklen Ort gerettet, haben uns zu unserer Frau gebracht? Tja. Das wüssten wir jetzt natürlich gerne. Gut. Ändert nichts daran, dass das Spiel hier offiziell zu Ende ist. Zumindest was den Story-Mode angeht. Es gibt noch so einen Arcade-Mode, aber der finde ich jetzt nicht so prickelnd. Egal. Wie fandet ihr denn das Spiel? Also ich war mal wieder hin und weg. Es kommt nicht an das Original ran. Es kommt auch nicht an die DLCs ran. Also es ist wirklich, es ist schon unten drunter anzuordnen. Aber ansonsten ist es immer noch kein schlechtes Spiel. Man muss sich auf die Geschichte einlassen halt und dann funktioniert das Ganze. Dennoch, also wir sind jetzt dreimal an dieselben Orte zurückgebracht worden. Das hätte man vielleicht ein bisschen besser lösen können, weil es ist ein bisschen langweilig auf Dauer. Aber ansonsten, es hat ja in die Story gepasst. Es ist jetzt nicht so, dass ich damit die Story kritisiere.
Die Story war irgendwo packend. Ich weiß jetzt immer noch nicht, ob ich wie ich jetzt einschätzen soll, ob das jetzt in einer Night Springs Episode passiert ist oder halt in Wirklichkeit oder ob das Ganze jetzt nur träumt oder ob die ganze Geschichte auch mit dem Cauldron Lake, also aus dem Originalspiel, ob das alles nur eine Night Springs Episode war und die dann quasi Night Springs in Night Springs rein gebracht haben. It's not all making sense. Da sind ein paar offene Fragen geblieben. Und ich finde aber, was dieses Spiel liefert, ich habe es schon mal angedeutet gehabt, sehr viele auch psychologische Ansätze, wo man mal die Realität zu betrachten. Ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß mit den Credits. Bitte schaut euch die Credits bis zum Ende an. Weil ich finde, wie ich es immer sage, wer ein Spiel macht, der freut sich, wenn zumindest sein Name gelesen wird. Wobei, wir sind jetzt schon bei den Music Credits. Das heißt, es kann nicht so lange noch dauern. Das heißt, ich kann es vielleicht noch schaffen, das euch zu Ende zu quetschen. Aber möchte ich eigentlich gar nicht. Ich möchte nie diese Momente quasi verquatschen. Wie fandet ihr das Spiel? Schreibt es mir doch mal in die Kommentare. Habt ihr die Story komplett verstanden? Ich vermute zumindest, dass ich die Story bis zum Ende verstanden habe. Ich weiß es allerdings nicht. Und vor allen Dingen, es ist halt trotzdem, es bleibt noch so vieles im Unklang gelassen. Uns fehlen insgesamt 5 Manuskriptseiten, was ich jetzt nicht so schlecht finde. Aber trotzdem, irgendwas ist schon interessant. Da waren die Stimmtalente. Stimmt schon, zumindest so von dem Gesprochenen her war es natürlich super. Akupo spielte First, Sonic LP spielte First, das heißt, er wird es bald wahrscheinlich wieder eine First Session aufgenommen. Ist schon, das sind die Voice Actors, die haben es schon rausgerissen, also ich sag mal so, die Gesichtsanimationen waren jetzt nicht so. Interessant fand ich die Idee, dass man ein bisschen Real-Life-Filming, also dass sie das eingepflegt haben. Also diese Fernsehgeschichten, das fand ich schon interessant. Und auch diese Backstories, was schließlich aus Alice geworden ist oder was aus Barry geworden ist. Das ist schon gut gemacht. Ach, da kommen die Special Thanks to our families and friends for your support. Das ist nett. Night Springs Episode Return, written by Alan Wake. Alan Wake's Journey Through the Night will continue. Gibt es noch ein Spiel? Ich habe mal gehört, dass Alan Wake 2 kommen soll, aber ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall, dann werden wir es bei mir auf dem Kanal sehen. Holla. No. Au. Da wacht der Barry doch tatsächlich nochmal auf. War das jetzt ein Traum? Wir können das Realität ausschließen. Realität oder Night Springs Episode? Ich lasse euch mal entscheiden. Bis dahin wünsche ich euch viel Vergnügen. Jetzt im Moment ist Alan Wake mal erstmal vorbei. Da kommt der In-Game-Spiel-Trailer. I'm gonna tell you a secret. There are places in our world where fiction and dreams can come true, powered by the dark energies leaking from beyond. These places are a battlefield in a war between the powers of light and darkness. Ja. Ich lasse euch mal alleine. Bis dahin, I'm Alan tschüss. Wake, a writer, a creator. I know the rules of the game. My specialty is fiction that can change the world. Words of power that can bend reality to my will. Oh, it's you. Something horrible is coming. He's called Mr. Scratch. He's after my wife, Alice. Do you know the real difference between us? I'm not afraid to be the center of attention. I can't return to the real world. I've tried, but I'm operating on dream logic, forcing the door open a crack so I can slip through. Fiction wants to come true. All you need to do is help it achieve its potential. Under these peculiar, exceptional circumstances, any story, any urban legend, any lie can come true.